Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es natürlich auch wieder um einen alten Fall, aber um einen gelösten. Zugetragen hat sich dieser Fall am 25. Januar 1990. Das Opfer war der 52-jährige Gerhard Höller aus Stützelbach. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 11. Januar 1991. Die filmische Darstellung beginnt mit dem Auffinden der Leiche. Ede sagt in seiner Einleitung zu dem Filmfall, dass weder Tatort noch Motiv bekannt sind. Aber die Polizei zumindest glaubt, die Tatwaffe zu kennen. Denn diese gehört dem Opfer selbst. Die Leiche wird in einem silbergrauen Peugeot 305 gefunden. Der Wagen steht zu Beginn des Jahres 1990 mehrere Wochen in der Box 703 eines Parkhauses am Frankfurter Flughafen. Dort werden alle über Nacht abgestellten Fahrzeuge regelmäßig registriert. Und es ist natürlich nicht unüblich, dass Fluggäste, die sich auf einer längeren Reise befinden, ihr Fahrzeug dort abstellen. Und auch die Polizei sieht in dem Parkhaus hin und wieder nach dem Rechten. Am Abend des 22. März 1990, ein Donnerstag, ist die Polizei mal wieder in dem Parkhaus unterwegs. Und sie wundern sich, dass der Peugeot dort immer noch steht. Einer der Polizisten, die an diesem Tag auf Kontrolltour sind, merkt an, dass der Wagen dort mindestens seit 5 Wochen steht und führt dann eine Halterfeststellung durch. Dabei wird festgestellt, dass der Fahrzeughalter, Gerhard Höller, seit dem 25. Januar 1990 als vermisst gemeldet ist. Dann bemerkt der eine Beamte, dass aus dem Wagen vermutlich Verwesungsgeruch kommt. Es wird dann die Feuerwehr zum Öffnen des Fahrzeugs und die Kripo informiert. Man stellt dann fest, dass im Kofferraum tatsächlich eine Leiche liegt. Die Leiche liegt dort in Unterwäsche und wurde erschossen. Die restlichen Kleider von ihm liegen ebenso im Kofferraum. Es handelt sich dabei um Gerhard Höller und der Fundort ist ca. 130 Kilometer vom Wohnort des Opfers entfernt. Anhand der Unterlagen des Parkhauspersonals kann festgestellt werden, dass das Fahrzeug am 26. Januar dort abgestellt wurde. Gerhard Höller ist seit einigen Jahren geschieden und lebt mit seinem Sohn in einem geräumigen Haus in Stützelbach. Dort unterhält er seit 20 Jahren ein Gartenbauunternehmen, welches ausgesprochen gut läuft. Das Hobby von Gerhard Höller ist die Jagd. Im Ort wird er als tüchtig, großzügig und sympathisch beschrieben, was ihn mit Sicherheit auch für Frauen interessant macht. Und dies weiß er durchaus zu schätzen. Er gilt als eine Art Don Juan. Am Sonntag, dem 21. Januar 1990, hat er Besuch von einer Freundin aus Bad Kreuznach. Am Montag, dem 22. Januar 1990, tankt Gerhard Höller zum letzten Mal sein Peugeot voll. Wie üblich stellt er nach dem Tanken den Tageskilometerzähler auf 0. Dies hat dann für die späteren Ermittlungen eine gewisse Bedeutung. Am Mittwoch, dem 24. Januar 1990, hat Gerhard Höller wieder Besuch. Diesmal kommt die Freundin aus der Nähe von Montabaur. Sie wird dabei Zeugin eines Telefongesprächs, an dem die Polizei herumrätselte. Denn sie hat nicht herausfinden können, mit wem Gerhard Höller an diesem Morgen telefoniert hat. Bei diesem Telefonat ging es um Geld und Gerhard wollte ein Gespräch über Geld nicht am Telefon führen. Am Donnerstag, dem 25. Januar 1990, also dem Tattag, ist sehr schlechtes Wetter und aufgrund dessen macht er nur Kundenbesuche. Also an diesem Tag hat wohl ein sehr heftiger Sturm geherrscht. Sein Sohn Rolf verlässt am späten Nachmittag das Haus. Für diesen Abend hat Gerhard Höller sich eigentlich mit einer weiteren Freundin, Katrin Müller, verabredet. Und zwar in Remscheid, rund 100 Kilometer entfernt von Stützelbach. Als er dort nicht erscheint, ruft Katrin bei ihm an. In dem Gespräch gibt er dann an, dass es wieder ein stressiger Tag war und er gerade erst nach Hause gekommen ist.
und er gleich erst einmal duschen muss und sich dann noch einmal telefonisch melden wird. Zu ihr fahren möchte er wegen des Sturms nicht mehr. Es wird dann keine Zeitangabe für das Telefonat eingeblendet, aber eine Uhr in der Darstellung zeigt etwa 18:05 Uhr an. Aber Gerhard Höller ruft nicht wieder an. Als die Freundin sich erneut um 22 Uhr meldet, nimmt niemand ab. Das Telefonat um kurz nach 18 Uhr ist das letzte bekannte Lebenszeichen. Irgendwann zwischen 18 und 22 Uhr muss Gerhard Höller dann doch noch das Haus verlassen haben. In seinem Portemonnaie befinden sich etwa 6.000 D-Mark. Vermutlich weiß er, dass sein Ausflug gefährlich ist, denn er nimmt seinen Revolver mit. Die Polizei kann später berechnen, dass mit dem Wagen in dieser Nacht rund 200 Kilometer zurückgelegt werden. Am nächsten Morgen, dem 26. Januar 1990, zwischen 6 Uhr und 7 Uhr wird das Fahrzeug im Parkhaus abgestellt. Gerhard Höller muss zu diesem Zeitpunkt bereits tot im Kofferraum gelegen haben. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde er mit seinem eigenen Revolver erschossen. Das war dann die filmische Darstellung. Also in dieser filmischen Darstellung wird dann so leicht die Vermutung aufgestellt, dass Gerhard Höller in dieser Nacht wohl sich noch mit jemandem getroffen hat. Er hatte Geld dabei, also rund 6.000 Mark, und seinen Revolver. Das sieht dann so danach aus, als wenn er jemandem Geld übergeben muss, noch jemandem Geld schuldet. Und da wird wahrscheinlich die Vermutung gewesen sein, dass es mit diesem Telefonat zu tun hat, wo er sagte, dass er am Telefon nicht über Geld spricht. Und dass es dann eventuell noch ein weiteres Telefonat an diesem Abend gegeben hat oder er schon geplant hatte, an diesem Abend nach diesem Telefonat mit der Freundin diese Person zu treffen und er deswegen vielleicht auch dieses Treffen abgesagt hat. Und dass es dann bei diesem Treffen zu einem Streit gekommen ist, bei dem Gerhard Höller dann getötet wurde. Aber die Lösung des Falles war ganz anders. Der 28-jährige Sohn hatte im Januar 1990 seinen Vater mit einem Revolver erschossen und danach die Leiche in den Kofferraum dessen Wagens gepackt und in einer Tiefgarage des Frankfurter Rhein-Main-Flughafens abgestellt. Erst am 22. März 1990 wurde die Leiche im Kofferraum seines silberfarbenen Peugeots entdeckt. Eine Polizeistreife hatte den Verwesungsgeruch am Auto bemerkt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Gerhard Höller nur als vermisst gemeldet. Erst im Januar 1997 wurde gegen den Sohn Haftbefehl erlassen. Festnehmen brauchte man ihn allerdings nicht, denn zu diesem Zeitpunkt verbüßte er in Hessen eine Haftstrafe wegen eines Drogendelikts. Tatmotiv war nicht, wie viele vielleicht gedacht haben, Habgier, sondern der Tötung ging ein Streit zwischen Vater und Sohn voraus. Der Sohn wurde vom Vater im familieneigenen Betrieb, in Klammern Gartenbau, ziemlich schikaniert. Immer wieder gab es Streit über die Führung des Betriebes. Auch soll Gerhard Höller öfters gewalttätig geworden sein und seinen Sohn geschlagen haben. Der Sohn hatte sich mit ein paar Bekannten am Abend des 25. Januar 1990 in einer Kneipe in Rodenbach zum Kartenspielen und auf ein Bier getroffen. In der Aktenzeichen Y-Darstellung wurde es auch so dargestellt, dass der Sohn dann seinem Vater sagt, dass er an dem Abend sich noch mit jemandem oder mit Freunden treffen wollte zum Kartenspielen. Und also er hat sich dann zum Kartenspielen und auf ein Bier getroffen und dort wurde dann auch reichlich Alkohol getrunken. Und der Sohn stand unter erheblichem Alkoholeinfluss an diesem Abend. Während der Heimfahrt nach dem Kneipenbesuch von Rodenbach nach Stürzelbach hatte der Sohn, damals war er eben 20 Jahre alt, mehrmals angekündigt, seinen Vater zu töten. Ich bringe ihn um,
soll er mehrmals wörtlich geschrien haben. Als der Sohn von seinen Bekannten in Stürzelbach abgesetzt wurde, lag der Vater wahrscheinlich schon im Bett und wurde durch den Krach seines Sohnes wach. Wieder kam es zum Streit. Der Vater warf seinem Sohn mangelnde Arbeitsanstellung vor. Schließlich hatte die Firma am nächsten Tag einen Großkunden zu beliefern. Also auch in der Aktenzeichen Y-Sendung wurde es tatsächlich dann so dargestellt, als der Sohn gesagt hat, dass er da Karten spielen geht, dass ihm der Vater gesagt hat, er soll aber im Prinzip nicht zu lang machen, da sie morgen einen anstrengenden Tag vor sich hätten. Und auf dem Weg wieder in sein Schlafzimmer holte der Sohn dann den Revolver seines Vaters aus dem Waffenschrank und hat ihn erschossen. Dies würde erklären, warum das Opfer nur mit Unterwäsche bekleidet war. 4 Schüsse trafen ihn liegend und einer davon war tödlich. Und auch in Aktenzeichen Y wurde gesagt, dass man davon ausgeht, dass Gerhard Höller in liegender Position erschossen wurde. Die Äußerung der Mordabsichten war auch der Grund dafür, dass die beiden Freunde, nachdem sie den Sohn des Opfers vor dem elterlichen Haus in Stürzelbach abgesetzt hatten, noch einmal zurückkamen. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Bluttat schon geschehen. Die Freunde halfen, den toten Vater in einen Teppich zu wickeln und in den Kofferraum des silberfarbenen Peugeot 305 des Toten zu legen. Dazu warfen die beiden mehrere Kleidungsstücke des Toten mit in den Kofferraum. Nach der Tat hatte der Sohn trotz Trunkenheit den Wagen mit der Leiche des Vaters selbst zum Frankfurter Flughafen gefahren. Es war die kälteste Nacht in Hessen im Jahr 1990. Zudem tobte ein sehr starker Wintersturm über das Bundesland. Einer der beiden Zechkumpane war mit seinem Wagen dem Sohn gefolgt und hatte das Duo zum Westerwald zurückgefahren, nachdem man den Wagen mit der Leiche in der Tiefgarage abgestellt hatte. Den Teppich, in welchen das Opfer gewickelt war, hatte der Sohn zuvor in einem Waldstück in Hessen aus dem Kofferraum genommen und fortgeschmissen. Erst Anfang Februar gab er bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf. Nach Ausstrahlung in Aktenzeichen Y hatte ein Zeuge im Studio angerufen und berichtet, den silberfarbenen Peugeot in der besagten Nacht in Neuwied und auf der A66 zwischen Frankfurt und Höchst gesehen zu haben. Der Sohn geriet bereits kurz nach Auffinden der Leiche in Frankfurt in Verdacht. Bei seiner späteren Vernehmung gab er an, das Haus bereits am frühen Abend des 25. Januars verlassen zu haben. Freunde hatten dies bestätigt. Der Vater habe dann nach ihm das Haus verlassen und hatte 6.000 Mark in seiner Brieftasche und einen Revolver mitgenommen. Ein Grund dafür, warum die beiden Helfer jahrelang schwiegen, war auch das Versprechen, das Schweigen mit Geld zu erkaufen. Der Sohn hatte damals geglaubt, die Summe aus der Lebensversicherung des Vaters zu bekommen. Der Vater hatte das Geld allerdings einer Freundin vererbt. Auch hat der Sohn nach Auffinden der Leiche die übrigen Familienmitglieder darüber informiert, dass er für den Tod seines Vaters verantwortlich gewesen sei. Die Mutter und die Schwestern hatten jahrelang allerdings geschwiegen. Der Verdacht gegen den Sohn konnte man erst 7 Jahre nach der Tat durch einen Hinweis eines Rodenbacher Wirtes erhärten. Der Wirt hatte von einem Gast erfahren, dass dieser ein guter Bekannter des Sohnes gewesen sei. Der Sohn habe ihn im angetrunkenen Zustand gebeichtet, er habe damals seinen Vater erschossen. Auch die Namen der Freunde wurden genannt, welche dabei geholfen hatten, die Leiche des Vaters zum Frankfurter Flughafen zu bringen. Danach wurden die beiden Helfer von den Ermittlern verhört und gaben zu, ihrem Freund im Januar 1990 geholfen zu haben. Der Sohn, der zur Tatzeit 20 Jahre alt war, wurde im April 1998 wegen Totschlags vor der Jugendkammer des Landgerichts Köln angeklagt. Verurteilt wurde er zu 7 Jahren Haft, jedoch nach Erwachsenenstrafrecht.
Das Vorgehen des Sohnes sei schon fast profihaft gewesen, als er seinen Vater auf dem Flughafengelände im Wagen abstellte, um so Zeit zu gewinnen, die Spuren seiner Tat zu beseitigen. Strafmildernd sah das Gericht den Umstand an, dass der Sohn zur Tatzeit völlig betrunken gewesen sei. Die Tat ist somit anders abgelaufen als im Filmfall dargestellt. Der Filmfall basierte auf Angaben des Sohnes, die er nach dem Leichenfund bei der Polizei gemacht hatte. Tatmotiv war nach Ansicht des Gerichts die persönlichen Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn, die in dieser Nacht bedingt auch durch den Alkoholkonsum eskaliert sind. Habgier war es nicht. Die Erbverhältnisse waren durch den Vater nicht zugunsten des Sohnes geregelt. Und das wusste der Sohn wohl auch. Was in diesem Fall natürlich interessant nochmal ist, dass tatsächlich sehr viele Leute wussten, dass der Sohn den Vater getötet hatte, aber alle irgendwie dicht gehalten haben. Gut, die beiden Helfer haben jetzt dicht gehalten, weil sie davon ausgingen, dass sie Geld bekommen würden aus dieser Lebensversicherung. Allerdings muss man natürlich jetzt sagen, angeblich soll dem Sohn jetzt ja klar gewesen sein, dass er wohl daraus nichts erbt, weil er die Erbregelungen kannte und die waren nicht zu seinem Vorteil. Und dann hat er, würde ich immer fast sagen, seine beiden Helfer ein bisschen verarscht. Aber auch, dass die Mutter und die Schwestern dann geschwiegen haben, als herauskam oder als er denen gesagt hat, dass er den Vater getötet hat. Das ist schon merkwürdig, dass die geschwiegen haben. Also dann kann auch von der Mutter und von den Schwestern kein großer Hang zu dem Vater gewesen sein. Ansonsten würde man es ja vielleicht sagen, also wenn man so sich das einfach mal anguckt, wenn der Sohn sagt, ja, ich habe meinen Vater, deinen Ex-Mann und euren Vater erschossen, dass dann vielleicht man sagt, okay, das müssen wir irgendwie an die Polizei herantragen, der Fall muss geklärt werden und du musst dich stellen, damit du ein reines Gewissen bekommst. Ich vermute mal, dass er insgesamt in der Familie nicht so sonderlich beliebt war und eher nur in der Frauenwelt. Und vielleicht hat er sich da auch schon so ein bisschen ein paar Feinde gemacht zwischendurch mal. Weil er hatte ja wohl mehrere Frauen parallel nebeneinander laufen. Also laut dieser Darstellung bei Aktenzeichen Y waren es ja zumindest 3 Frauen und die er dann wohl auch praktisch in einer Woche zu Besuch hatte oder bei denen zu Besuch sein wollte. Ich konnte jetzt aber auch nicht rauskriegen, was aus diesem Gartenbaubetrieb geworden ist. Kommt vielleicht irgendwann von euch aus der Nähe von Stürzelbach und kennt dieses Unternehmen vielleicht noch? Würde mich mal interessieren, was daraus geworden ist. Ist das dann weitergeführt worden oder ist es geschlossen worden, verkauft worden? Weil es soll ja richtig gut gelaufen sein, wurde auf jeden Fall in Aktenzeichen Y gesagt. Hat der Sohn das vielleicht sogar noch einige Jahre weiter fortgeführt? Oder hat er erst dann relativ früh abgestoßen? Ich denke mal, dass auch der eine oder andere sich noch an diesen Fall erinnern wird. Aber vermutlich kanntet ihr dann auch die Lösung dieses Falls nicht. So, das war es dann mit diesem Fall. Mehr konnte ich dazu nicht finden, aber zum Glück konnte ich detaillierte Informationen zur Auflösung des Falles finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Video und tschüss!